Brot, das Grundnahrungsmittel der Menschheit. Aber wie hat Brot im Mittelalter eigentlich geschmeckt? War es eher weich oder fluffig wie heute oder steinhart? Heute backeln wir ein mittelalterliches Brot nach überliefertem Rezept, schauen uns die Zutaten an, die damals verfügbar waren und tauchen ein in die faszinierende Welt der mittelalterlichen Bäckerei. Und wenn du Lust darauf hast, dieses Brot mal nachzubacken, dann bleib dran. Im Mittelalter, also zwischen dem 5. und 15. Jahrhundert, war das Brot das wichtigste Grundnahrungsmittel in ganz Europa. Aber nicht jeder bekam das gleiche Brot. Der Adel aß weißes, feines Weißbrot aus gesiebtem Weizenmehl, manchmal sogar mit Milch oder Eiern verfeinert. Der Klerus bevorzugte ebenfalls weiches Brot, aber häufig mit religiösem Hintergrund, etwa Fastenbrote ohne Fett. Die breite Bevölkerung, Bauern, Knechte, Städter, mussten sich meist mit dunklem, schwerem Brot aus Roggen, Hafer oder Dinkel begnügen. Hierzu ein lustiger Fakt aus dem 13. Jahrhundert, denn da war das Brot so wichtig, dass Städte eigene Brotschauer beschäftigten. Das waren Beamte, die die Qualität und das Gewicht des Brotes prüften und kontrollierten. Kommen wir zum Rezept. Dann kommen wir jetzt mal zu den Zutaten des Sauerteigbrotes. Und die sind für einen kleinen Leib, den probieren wir jetzt mal aus. Und sind relativ einfach gehalten, es sind ganz wenige Zutaten und das Wichtigste ist natürlich das Mehl. Und hier setzen wir auf Dinkelmehl. Ihr könnt da gerne auch Roggen nehmen oder eine Mischung aus beidem nehmen. Nur kein Weizen nehmen, denn Weizen war nicht wirklich verbreitet. Also Weizenmehl war eher für die, man würde heute sagen, die High Society. Also das arme Volk musste mit Roggen und Dinkel klarkommen. Dann ein Teelöffel Salz. Ich stelle jetzt erstmal den großen Topf daneben. Das werde ich gleich mit hinzufügen. 300 Milliliter lauwarmes Wasser. Und Sauerteig. Nicht wundern, der ist hier in so einem Pappbecher. Und warum der da drin ist, erkläre ich euch gleich, wenn wir es zusammenmischen. Dann habe ich auch was zu erzählen. Gut. Die Zubereitung selbst ist relativ einfach. Also das Mehl, Salz und der Sauerteig muss alles in eine große Schüssel. Die steht hier schon. Dann kommt nach und nach das Wasser hinzu und wir verkneten alles zu einem klebrigen Teig. Und das machen wir jetzt. Also ein Teelöffel Salz. Jetzt muss ich noch ganz schnell den Sauerteig abwiegen. Dann müssen wir mal gucken, dass wir jetzt ein bisschen tricksen. Da müssen 100 Gramm Sauerteig rein in das Brot. Da habe ich jetzt eine Waage mal geholt. Und dann stellen wir die hier drunter, damit ich zugucken kann. Tarieren die. Und holen uns den Sauerteig mal aus dem Pappbecher heraus. Und vielleicht jetzt auch schon mal in die Story gegangen. Es ist ja nicht so einfach, irgendwo Sauerteig herzubekommen. Und wir wollen ja auch irgendwo einen alten Sauerteig haben. Und das ist immer so eine Sache, der braucht spezielle Temperaturen zum Gären. Und die haben wir nicht, deshalb habe ich jetzt folgendermaßen vorgegangen und habe mir den Sauerteig bei uns im Bäcker geholt. Denn wir haben noch einen Bäcker, der ist jetzt in der, ich glaube in der 3., 4., 5. Generation, ich weiß es nicht genau. Und der hat Sauerteig und der backt noch alles selber und das schmeckst du auch. Also da sind die Brötchen zum Beispiel nicht so, wie man sie bei den großen Ketten bekommt. Also du schneidest sie an und hast nur Luft, sondern die sind tatsächlich, da hast du was in der Hand. Richtiges Gewicht in der Hand. Und da war ich gewesen und habe ihn gefragt, ob er nicht Sauerteig für mich hat, weil ich gerne mal ein ursprüngliches Brot nachbacken möchte. Und dann hat er mir den auch verkauft. Und der ist jetzt hier drin. Und den arbeiten wir ein. Ja, es soll ein klebriger Teig werden. Also ich habe da auch gar keine Erfahrung mit, muss ich ehrlich sagen. Ich habe zwar schon oft mit Hefe gebacken, aber Sauerteig selber ist jetzt nicht meine Devise. Er ist wirklich sehr matschig. Und ich werde das dann gleich auch ein bisschen vorspulen, damit das nicht so langweilig für euch wird, wenn ihr hier zugucken müsst, wie ich den Teig knete. Und wenn der fertig ist, dann werden wir den stehen lassen. Der muss nämlich dann 12 Stunden muss der sich entwickeln können. Und wenn das soweit ist, wir haben jetzt 9 Uhr abends, also entschuldigt auch vielleicht die Lichtverhältnisse, aber es ist schon spät.
dann ist er bis morgen früh hoffentlich deutlich gegangen bei Zimmertemperatur. Und dann muss er morgen geformt werden zu einem Brotleib. Dieser Brotleib muss nochmal 2 Stunden gehen. Und dann können wir ihn schon backen. So. Also für mich ist er feucht und klebrig, wie das Rezept sagt. Vielleicht schreibt es mal in die Kommentare, ob das, ihr seht es ja, zu matschig ist und ob der eigentlich mehr Mehl hätte reingemusst. Ich weiß es nicht, ich versuche mich nach dem Rezept hier zu halten. Ich habe von Sauerteig tatsächlich nicht wirklich viel Ahnung. Aber wir haben ja gesagt hier auf dem Kanal, wir testen alles aus. Ich bin völliger Laie und wenn ich das hinbekomme, dann schafft ihr das auch. Ich muss mir mal ganz kurz die Hände waschen. So, die Hände sind wieder sauber. Und schreibt es ruhig mal in die Kommentare, wie ihr das so macht, ob das zu feucht ist oder eben nicht. Also für mich wirkt er etwas feucht. Aber das Rezept gibt es so her. Wir lassen jetzt 12 Stunden entwickeln und dann schauen wir, vielleicht schaffe ich es auch zwischendurch mal ein paar Bilder zu machen. Obwohl, heute muss ich früh ins Bett und wenn er entwickelt ist, dann mache ich morgen nochmal einen weiteren Teil des Videos. Bis dann. So, während der Teig jetzt gehen muss, haben wir genügend Zeit, mal 4 Fakten zu beleuchten. Fakt Nummer 1. Brot war oft so hart, dass es mehrere Tage eingeweicht werden musste. Oder es wurde mit Suppe gegessen, weil anders ging es nicht. Der zweite Fakt. In vielen Burgen ersetzte eine Brotschale aus altem Brot den Teller. Sie saugte die Soße auf und wurde am Ende mitgegessen oder den Armen gegeben. Fakt Nummer 3. Im 14. Jahrhundert führten viele Städte die Brotpreisbildung ein. Bäcker mussten Mindestgewichte einhalten. Wer betrog, dem drohten öffentliche Strafen, etwa Pranger oder das Backen mit vergiftetem Mehl zur Abschreckung. Fakt Nummer 4. In Notzeiten wurde mit Eichelmehl, Baumrinde oder sogar Lehm gestreckt. Das führte nicht selten zu Mangelernährung oder Vergiftungen. Brot war nicht einfach nur Nahrung, es war ein Überlebensmittel, ein Handelsgut, sogar politische Waffe. Wer das Brot kontrollierte, kontrollierte das Volk. Und jetzt gehen wir zurück und schauen mal, ob unser Brot bereit ist für den Backofen. Es sind jetzt 12 Stunden vergangen und ich habe den Sauerteig jetzt hier und ich stelle den mal vor die Kamera und wie ihr seht, der hat sich vom Volumen bestimmt verdoppelt, also das sieht ganz gut aus. Jetzt muss der in eine Backform und nochmal 2 Stunden weitergehen. Ich habe hier einfach mal eine ganz handelsübliche genommen, das ist was ganz Einfaches. Die muss gefettet werden und da werde ich den Sauerteig jetzt reinmachen. Also mir gefallen diese Teflon-Backformen nicht. Ja, also Teflon ist sicherlich nicht das gesundeste Zeug, was es so gibt. Also wenn ihr die Option habt, euch was zu kaufen, holt euch was mit einer Keramikbeschichtung, da habt ihr Ruhe. Teflon ist sicherlich nicht gesund, auch wenn man immer sagt, das ist gebunden. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das tatsächlich nicht das Geilste ist. Aber wir haben ja gerade nichts anderes und ich wollte jetzt auch nicht extra eine neue Form kaufen dafür. Deshalb bleiben wir bei Teflon. So. Der geht auch einigermaßen gut raus aus der Schüssel. Da ist natürlich hier so ein paar Stellen, die noch etwas kleben. Aber da brauche ich mich jetzt nicht beschweren. Das geht eigentlich ganz gut. Und den verteilen wir jetzt hier in der Brotbackform. Einigermaßen gleichmäßig. Wenn das so geht mit den Fingern. Kann sicherlich auch einen Löffel nehmen für. Aber wir machen das jetzt hier einfach mal ganz spartanisch. So. Und dann, wie gesagt, muss der noch 2 Stunden gehen. Und wie der nach 2 Stunden aussieht, das schauen wir uns dann gleich an. Der Teig ist jetzt 2 Stunden gegangen und ich zeige euch mal das Resultat. Das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Und jetzt geht er ab in den Backofen. Ich gucke mal ins Rezept, wie lange. 220 Grad, 40 bis 50 Minuten. Wir lassen uns überraschen. So, das Brot ist jetzt fertig. Wir gehen mal Richtung Verkostung. Vielleicht noch ein paar kleinere Infos. Viele Klöster betrieben eigene Mühlen und Bäckereien. Brot war dort nicht nur Nahrungsmittel, sondern auch Symbol für den Leib Christi, für Gemeinschaft, für Demut.
Übrigens, das Sprichwort Brot und Spiele stammt zwar aus dem antiken Rom, aber auch im Mittelalter wurde Brot bei Unruhen zur Beruhigung der Massen verteilt. Wer satt war, rebellierte weniger. Kommen wir zum Resultat. Das Brot ist fertig. Es war jetzt 45 Minuten im Backofen. Und wie ihr seht, sieht es ziemlich geil aus. Ich hole das jetzt das erste Mal raus. Es ist noch leicht warm. Ich habe es schon eine halbe Stunde abkühlen lassen. Und es fühlt sich auch fluffig an. Also wir werden es gleich mal anschneiden. Und dann gucken wir mal, wie es schmeckt. Ich hole mal einen Teller und was zum Anschneiden. Ja, so. Dann nehmen wir es jetzt mal mit. Jetzt sind wir voll gespannt, wie es aussieht. Ich schneide das jetzt mal an. Ist natürlich noch warm, aber zur Feier des Tages habe ich natürlich die beste Nuss-Nougat-Creme mitgenommen, die es gibt. Und ich verrate es nicht. Die ist noch ganz neu, aber das hat sie sich verdient. Okay, also vom Anschnitt her, ich zeige euch mal das kleine Stückchen, ob man das sieht. Also es sieht sehr luftig aus, oder, Ami? Auch das Brot an sich selbst, richtig schön weich. Und den Anschnitt lege ich mal zur Seite und schneide mir noch eine zweite Scheibe ab. Oh, das hört sich gut an. Das riecht lecker. Gut, dann mal ein bisschen Nuss-Nougat-Creme drauf. Nicht zu viel, damit wir den Geschmack nicht weg haben. Die andere Hälfte lassen wir frei, um es mal ohne zu probieren. Also erstmal ohne. Du schmeckst, dass es ein Sauerteig ist, aber ist sehr weich, außen leicht kross. Und ich würde sagen, für die wenigen Zutaten, die drin ist, schmeckt das richtig gut. No, ich probiere mal mit Nutella. Entschuldigung, Nuss-Nougat-Creme. Auch ziemlich geil. Das ist wirklich gut. Also, einfaches Rezept, schmeckt wirklich gut, kann ich nur empfehlen. Und wenn ihr mehr von dem Content wissen wollt oder hören wollt, schreibt es doch mal in die Kommentare, ob ihr einen Wunsch habt für ein anderes Thema. Und ich bedanke mich und sage bis nächste Woche.